Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. 2 Jahre Paraguay, 22 Fragen Teil 2. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Bis dann. Wie plant ihr eure Zukunft im Ausland und habt ihr langfristige Ziele? Einfach das Leben genießen. Das Leben leben und nicht mehr im Hamsterrad sein. Ja. Genau. Und die Natur genießen, das Ganz wichtig. mit den Leuten einfach zusammenkommen, das ist für mich das Wichtigste. Absolut Nummer 1. Entspannung und gute Gespräche mit verschiedenen Leuten. Ja. Wurde Irinas Spanisch besser? Un poquito. Ich glaube, das hat man nicht gehört in der Kamera. Un poquito. Habt ihr in eurem Land ein neues Hobby oder eine neue Leidenschaft entdeckt? Ein neues Hobby Paddel kann ich wirklich jedem empfehlen. Er kommt auch in Deutschland mittlerweile, also ich habe es mitgekriegt von meinen Freunden, es wären einige Paddelhalle gebaut, oder sind schon gebaut worden. Und sind schon einige ausprobiert und möchten Spaß, also es ist wirklich toll. Die Leidenschaft Motorradfahrer übe ich hier trotzdem noch aus. Das Fußball kommt jetzt wieder zurück, das war wirklich 2 Jahre weg. Aber jetzt der Sportplatz ist gerade 300 Meter entfernt und gestern haben wir Training gehabt, dann bin ich zum Training hingegangen und dann haben wir erstmal gemäht. Also mit einer Sense. Und dann habe ich dann 1 Stunde lang der Rasen zusammen gemacht. Das war unser Training dann gestern. Nee, alles cool. Also das ist jetzt so meine 3 Dinge und fertig. Und vielleicht dann noch Muay Thai. Also Kickboxer dann mit meinen Jungs. Habt ihr noch irgendwelche Hobbys oder irgendwas? Wir sind hobbylos. Wir sind hobbylos. Schwiegermama hat noch ein Hobby. Der Schwiegersohn Ärgerer. Ja, das ist wichtig. Leidenschaftlich der Schwiegersohn Ärgerer. Was soll ich dann sagen? Ja, du ärgerst mich. Was kriegst du mich so an? Nix. Nehmen wir mal den Kindersitz runter, dass du ein bisschen weiter runterrutscht. Ja. Okay. Welche Klischees über euer neues Land haben sich als falsch herausgestellt? Klischee, dass es ein Drittweltland ist oder Aber das sind ja keine Klischees, die sind ja nicht sag von ich uns ja, gekommen. Ja. Also muss man auch sagen, wir haben uns ja mit dem Land mehrere Jahre beschäftigt. Das heißt, wir wussten, was auf uns zukommt. Aber ich habe mit mega viel Klischees zu kämpfen gehabt. Ne? Also ja, da gibt es ja keine medizinische Versorgung. Ja. Dann habe ich halt gesagt, nee, ich gehe dann in den Busch. Ja? Da ist so ein Häuptlinghaus und da möchte man dann Rauchzeichen, wenn die Praxis eröffnet ist. Und dann weiß ich, der ist da und dann gehe ich dahin. Also mir habe gar kein Klischee gehabt eigentlich. Überhaupt nicht. Naja, aber von anderen halt. Von anderen viel, ja. Ja, aber das interessiert mich nicht. Welche Werte und Normen haben euch im neuen Land überrascht oder beeinflusst? Es ist halt alles hier richtig familiär. Also da wird noch zusammengehalten als Familie. Auch wenn es jetzt, wie soll ich sagen, mir jetzt nicht zur Familie gehören oder so, aber man hilft sich trotzdem gegenseitig, egal wie und was. Und das finde ich halt unendlich toll. Ja, die alte Werte eigentlich, ne? Also Respekt, Hilfsbereitschaft, Familie, das steht hier ganz groß und das hat mich doch, muss ich sagen, unheimlich beeindruckt, wie hoch die Werte hier stehen, auch die Kinder, ja, die stehen ja richtig ganz weit oben. Es ist ja sehr selten, dass wir mir mal in einem Restaurant am Einkaufen sind, irgendwelche quengelige Kinder hören oder irgendwas. Also kaum irgendwie. Gestern, ja, wir haben, das muss ich noch mal sagen, wo ich den Rasen zusammen gerechnet habe, da stand die ganze Zeit ein Kind bei mir gestanden. Ja. In Deutschland wäre das Kind im Haus, ja, vom PC oder vom Videospiele. Nee, das stand bei mir und wollte halt einfach, hat mich gelöchert, 1 Stunde lang gelöchert, ja. Mir hat es Spaß gemacht, ein Kind aus und Schwester da geblieben. Aber das ist einfach so die Neugierde und auch das, viele Kinder, wenn ich halt mit meinem Moped fahre oder mit meinem Chip oder so, die gehen her, strahlen im Gesicht, Daumen hoch und es ist einfach toll. Also wie gesagt, die 3, Hilfsbereitschaft, Familie, Respekt, ganz tolles Land, ganz tolle Menschen. Und eine Norm, dass das Leben wirklich wieder draußen stattfindet und nicht im Haus. Genau. Das definitiv.
Welche Rolle spielte die Familie bei eurer Entscheidung auszuwandern? Das ist ganz wichtig. Also es geht nur im Ganzen. Also wenn einer allein ist, nicht gut. Hatte mir auch die Beispiele hier, dass zum Beispiel er wollte auswandern, sie nicht, ja, und das ist zu 90% zum Scheitern verurteilt. Also es ist schon wichtig, dass jeder auswandern will. Ja, also ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und so ist das so, wir haben abgestimmt, also wir haben hier, wo wir den Urlaub gemacht haben wir dann abgestimmt. Und dann haben wir nochmal abgestimmt, wo wir hier nach Reinkarnation gekommen sind. Genau. Ne? Wo wir hin wollen. Ja. Ja. Wie habt ihr eure Gesundheitsversorgung im Ausland geregelt? Ja, Rita, wie hast du sie geregelt? Die hast du geregelt. Ja, aber wir haben auch Wir haben hier, Krankenversicherung. genau, wir haben eine Krankenversicherung hier abgeschlossen. Auch hier haben wir gewartet, in welchem Ort lassen wir uns nieder, weil die Krankenversicherung halt nicht alle Krankenhäuser dann unter Vertrag haben. Und so haben wir dann gewusst, dann später, okay, es wird Inkarnation, und da haben wir halt geschaut, dass wir halt dann die wichtigste Kliniker hier drin haben in der Krankenversicherung und haben dann eine Krankenversicherung abgeschlossen. Ja. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Gesundheitssystem eures neuen Landes gemacht? Also ich war schon im Krankenhaus, bin operiert worden und ich war sehr zufrieden. Der Luis war im Krankenhaus, ist operiert worden, sehr zufrieden. Und aktuell haben wir dann unser Engel, Michelle, war im Krankenhaus. Wie warst du zufrieden? Also die Geburt war ja an sich nicht so gut, also deswegen kann ich da nicht so viel sagen. Aber an sich jetzt im Nachhinein, auch wegen der Narbe und so, es musste ein Kaiserschnitt gemacht werden. 2 Spritzen davon habe ich gar nicht gemerkt, der hat super gestochen, aber die dritte hat dann halt nicht mein Bein hochgegangen, weil ich einen elektrischen Schlag gekriegt habe. Und die Narbe an sich, die sieht super aus. Also wenn ich manche Narben ansehe, die in Deutschland, also von deutschen Ärzten, finde ich meine sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Was man Ja. auch eventuell sagen kann, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war mit dem Arzt, aber wir haben zum Beispiel einen Frauenarzt, der nimmt sich wirklich richtig die Zeit für uns, der ist immer für uns da, wir können ihn jederzeit anrufen. Also Tag und Nacht, ja. wir sind nicht nur eine Nummer bei ihm, sondern wir sind tatsächlich bei ihm jetzt sehr gute Freunde geworden und er auch bei uns. Und ich könnte mir das in Deutschland nicht vorstellen, dass ich so einen guten Kontakt mit einem Arzt habe. Wie habt ihr euer Leben im Ausland in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz gestaltet? Wir haben gebaut mit regionalen Produkten. Wir fahren Verbrenner. Also wegen Nachhaltigkeit, wegen der Batterie etc., weil das ist für mich die absolut größte Umweltverschmutzung, die es gibt. Ansonsten, wir haben hier grüner Strom, das heißt, der kommt vom Wasserkraftwerk. Nachhaltigkeit, ja, wir tun halt gucken, dass wir alles verwerten auch. Ja. Ja. Wir jagen hier in der Region selber, also gerade wenn die Kühe hier vorbeilaufen. Wir machen halt, wir gucken halt auch, dass das halt alles im Einklang ist. Wir pflanzen Bäume. Ja. Eigenes Obst, eigenes Gemüse. Ja, eigenes Gemüse, eigenes Obst, ja, eigenes Wasser. Wir gucken, dass wir viel an der Straße kaufen, an Obst und Gemüse, dass wir das nicht im Supermarkt kaufen. Wo ich dann auch wieder denke, mir schmeckt es auch viel besser von der Und man Straße unterstützt und man die Leute unterstützt die hier. Leute. Ja. Habt ihr in eurem neuen Land ehrenamtliche Arbeit oder soziales Engagement aufgenommen? Ehrenamtlich nicht. Soziales Engagement, ja. Ja. Seit dass wir eigentlich hier sind, haben wir ja das Projekt Mensch und Tier. Aber einige Projekte schon unterstützt. Wir sehen jetzt auch einige Projekte wieder da. Also wie gesagt, das Feuerwehrauto hier, wo wir spenden wollen. Dann haben wir unseren Kumpel dann noch unterstützt, wo er nach dem Motorradunfall, Ja. wir wollen jetzt vorne den Spielplatz renovieren, wir wollen den Sportbereich hier renovieren, das Sozial, ja, auch für Tiere und so weiter. Ne? Also da sind wir doch sehr aktiv. Ja. Ist alles so einfach und locker, wie es in den Videos rüberkommt? Nein, nein. Ja, locker. Also wir sind schon locker. Und einfach, ja, es ist einfach. Faktor Zeit.
die letzten 2-3 Monate geht es halt richtig heiß her und ich merke es auch, ich bin richtig müde Woche und man muss ja das Video nochmal schneiden, ja, übersetzen. Michelle hilft mir jetzt Gott sei Dank, die Videos zu übersetzen, weil ich wiederhole mich als gern der Google Translator, beziehungsweise YouTube Übersetzung so rum. Der kann unseren Dialekt nicht so ins Hochdeutsche übersetzen und da muss man jedes Mal danach helfen und es nimmt schon Zeit in Anspruch. Also ein Video kann man sagen im Schnitt liegen wir irgendwo bei 5 Stunden. Ansonsten, man merkt es jetzt auch mittlerweile nach den 2 Jahren oder 2,5 Jahren mit dem ganzen Umzugsstress. Jetzt ist der Akku leer. Also wir sind urlaubsreif und wir haben gesagt, wir werden diesen Sommer endlich wieder genießen und dann runter an die Playa gehen. Und wir brauchen jetzt nicht großartig fort, weil wir haben ja alles vor der Tür. Cocktailbars, Playa, sehr egal was. Und wir tun es wieder genießen und dann tun wir wieder den Akku aufladen. Aber es ist schon, ja, Stress will ich jetzt nicht sagen, aber Müdigkeit, ja, müde. Also ich persönlich bin ein bisschen müde geworden. So, kopfmüde. Ich denke mal, was die meisten hier interessiert mit der Frage ist, was den Bau angeht. Wenn man sich jetzt ein Grundstück kauft und selber bauen will. Viel Stress, ist es wirklich so locker, dass alles wirklich klappt? Ja, das kommt drauf an. Also wenn jetzt euer Haus baust oder so, ist es überhaupt kein Stress. Und noch einmal, wir reden hier von einem Areal, das 30.000 Hektar groß ist. Und wir haben ja auch noch eingeteilt. Also das heißt, wir haben mit Notare einen Termin gehabt. Es ist so viel drumherum, das hat man als zusammen, wenn ich hergehe und kaufe ein Grundstück und baue mal Häusle, gar keinen Stress. Und man muss mal sagen, ja, man muss halt dann schon einen gescheiten Bauunternehmer raussuchen, weil wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich hier Riesenstress. Ja, nicht nur billig, sondern ich muss mir halt auch fragen, warum ist der jetzt so und so viel teurer, liegt es vielleicht an der Qualität. Also das auf jeden Fall, also man muss sich dann schon umgucken und ich gebe auch da wieder Ratschlag, schaut euch die Baute an, welche der Bauunternehmer gemacht hat, macht euer eigenes Bild und dann kann es eigentlich stressfrei sein. Aber es ist genauso wie in Deutschland, ja? In Deutschland läuft auch nicht alles rund, beziehungsweise kann alles rund laufen. Selten der Fall. Ja, aber das ist hier ja auch, also wir kriegen auch mit der Probleme mit der Sache, ja, und so weiter, also ja, genau. Gut. Das war's. Dann haben wir es durch. Kamera gesponnen, die ist zu heiß geworden. Wir bedanken uns für eure Frage. Ja. Also ich fand die richtig gut. Ja. Ja. Und? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter, Rita? Was machen wir jetzt? Die Häuser putzen und Häuser einräumen und dann hoffen wir, dass unsere Gäste kommen. Ja, 4 Wochen kriegen wir einen Ansturm. 5. 5 Wochen kriegen wir einen Ansturm. Ja. In 5 Wochen. Kommen wir ganz viele. Gut, dann verabschieden wir uns, bedanken uns für eure Fragen. Wir machen dann nochmal eine Fragerunde, also wir sammeln sie wieder. Per Instagram könnt ihr uns anschreiben, wir viel über WhatsApp bekommen. Und Dann die Kommentare. unter den Kommentaren haben wir sie gesammelt, genau. Ja, wünsche euch tolles Wochenende, bleibt gesund Jawohl. und bis zum Nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Und bis zum Nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.